Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde bei Cargold, heute Morgen hier im sonnigen Beuerberg. Wir machen hier unseren nächsten Videodreh. Das ist heute was ganz Besonderes für Porsche-Freunde, für Porsche-Freaks, weil das ist nämlich ein wirklich seltenes Auto. Das ist ein Porsche Speedster, ein G-Modell, und zwar aus dem Baujahr 1989. Das Auto ist absolut selten. Es hat von diesem Auto nur 171 Exemplare gegeben, das heißt eine echte Rarität. Das heißt, das ist ein schmaler Speedster, die meisten waren ja hinten breit wie ein Turbo und das ist dieses Auto eben nicht. So, und hinzu kommt, es sind nur 3 Autos gebaut worden in der Version für Deutschland und es gab nur 16 Fahrzeuge von diesen 171 für die Schweizer Version und das ist ein Schweizer Auto. Was ein Schweizer Auto ausmacht, der hat eine Sitzheizung unter anderem. Ja, der Wagen ist auch deshalb fantastisch und das wollen wir euch einfach gleich mal zeigen. Er ist nämlich in diesem tollen Schwarz, richtig pechschwarz, kein Metallic und hat dieses wunderschöne weinrote originale Leder. Der Zustand des Autos ist wirklich sensationell und diese Farbkonstellation schwarz-weinrot dürfte womit die schönste sein, die es überhaupt da gegeben hat. Die Autos sind ja normalerweise in Rot oder sehr oft oder sehr viele in Rot lackiert worden. Das ist unser Auto nicht. Der Wagen ist in Schwarz lackiert und das ist so das klassische G-Modell. Der ist ja 1989 dann nicht mehr gebaut worden. Das heißt, da die Produktion eingestellt worden. Das Auto hat dann 15 Jahre in der Schweiz verbracht, ist dann in eine Sammlung gekommen und ist seitdem fast gar nicht mehr bewegt worden. Also der Wagen hat eine 5-Gang-Schaltung. Das ist ja noch so der richtig klassische 11er hier, hart, rack, 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 so geht das eigentlich bei dem Wagen. Er hat gelaufen original 62.200 Kilometer, was sehr wenig ist. Das ist alles dokumentiert. Hier in der Mitte der Drehzahlmesser, hier dieses schöne Lenkrad, das ist auch nicht groß abgegriffen, das ist immer noch in einem hervorragenden Zustand. Hier vorne im Armaturenbrett könnt ihr das alte originale Blaupunktradio sehen. Hier ist die Heizung, Kühlung, Belüftung, das ist alles da. Hier vorne, kurz nochmal, Druckpress ist Öl, Pressure, Temperatur. Hier vorne ist die Tankanzeige und hier Öl. Also das ist so der klassische 11er immer noch. Danach hat sich ja mit dem 964er Modell einiges verändert bei Porsche. Aber das hier ist der absolute Klassiker und als Speedster wirklich eine absolute Rarität. Das Auto ist total selten. Wie gesagt, 171 Exemplare wurden nur in dieser schmalen Version gebaut. Also wer eine hochkarätige Porsche-Sammlung hat, da ist das Auto ein absolutes Muss. Dann noch in der Laufleistung, dann noch in dieser wunderschönen Farbe. Es gibt nur 16 Schweizer Modelle. Also wenn was eine Rarität ist, dann sicherlich dieser Wagen hier. Übrigens hat dieses Modell klassischerweise einen 6-Zylinder-Boxermotor. Der liefert 231 PS. Also ich hatte damals zu der Zeit selber als Jugendlicher, als 28-Jähriger ein Cabriolet. Laufen tun die 265, habe ich selber ausprobiert. Hat 3,2 Liter Hubraum und es ist ein Auto, was man richtig hart und scharf fahren kann. Das ist eigentlich noch so der richtig tolle, klassische Porsche. So in meiner Jugendzeit, das war es einfach. Und dieses Image hatte das Auto und hat es eigentlich bis heute. Was danach kam bei Modell 964 und bis heute ist alles ein bisschen anders. Aber so der richtig knackige, scharfe, kantige Ur-Porsche, das ist eigentlich er hier. Und wie gesagt, als Speedster mit so einer geringen Laufleistung, einem so tollen Zustand. Ich glaube, das könnt ihr sehen. Der hat ja hier einen Lack, dieser Wagen. Das ist ja hier, schaut euch das mal an, das ist ja wie alles ab Werk. Der hat keine Steinschläge, der ist innen hier im Leder, wenn man sich das anguckt. Das ist alles neuwertig. Übrigens, was ein Speedster ausmacht, das sind hier diese beiden Hutzen. Das heißt, ihr könnt das Verdeck darunter verstecken. Ist ja beim Cabrio anders. Da ist ja hinten diese Stoffpersenning oben drauf gewesen. Hier habt ihr diese beiden Double Bubble, sag ich mal, gab es ja auch bei anderen Marken gerne. Und das sieht einfach toll aus. Auch wenn ihr hier von hinten guckt, das ist ein total knackiger, super sportlicher, ja, der ist richtig sexy, kann man sagen. Tolles Auto und dann in dieser tollen Farbkombination. Es begeistert mich so. Auch in diesem wirklich tollen Zustand. Das ist eine echte Rarität. Ich kann noch mal ums Auto herumgehen. Das sind die Stoßstangenhörner hier hinten. Das von Porsche eigentlich erfundene klassische durchgehende Laufband. Hier mit dem Porsche-Schriftzug drin. Den Motor, jetzt zeige ich euch auch mal, wie der aussieht. Hier der Motorraum. Alles sehr, sehr schön gepflegt. Sieht alles so aus, wie es aussehen muss. Es ist die klassische 6-Zylinder-Boxermaschine, wie sie ja sehr, sehr lange gebaut wurde. Damals
mit 231 PS, wie gesagt, und 3,2 Litern Hubraum ist er ungefähr fast 270 gelaufen. Also zumindest Tacho. Ob das echte 270 waren, das weiß ich jetzt nicht genau. Er hat diesen schönen, kernigen Sound, den werden wir gleich noch hören. Wie gesagt, Servolenkung ist da meines Wissens überhaupt nicht drin gewesen, gab es nicht bei dem Auto. Ist ja auch relativ leicht vorne, weil der Motor hinten ist nicht viel Gewicht vorne auf der Achse. Aber zum Fahren wie ein richtiges Sportgerät. Also es war ein hart, auch wenn ihr Autobahn gefahren seid, jede Rille, rabam, rabam, habt ihr gemerkt in dem Wagen. Aber es war halt eben Ur-Porsche fahren. Also so kenne ich das noch und das Ding ist verdammt schnell gewesen. Also wenn der über 200 gefahren ist, ist das mit dem gerade Auslauf auch so, dass man ihn wirklich gut festhalten muss. Ein Auto, was viel Spaß macht. Ein richtiger Porsche, also ich sag mal damit, mit dem Image, mit dem Auto, wie der ausgesehen hat, hat eigentlich Porsche seine Laufbahn und seinen guten Ruf begründet. Ja, ich setze mich jetzt mal rein. Fahren wir mal ein paar Meter. So. Also das hier ist einer der schönsten Porsche Speedster, die ich gesehen habe. Durch diese wahnsinnig schöne Farbkonstellation. Schwarz und weinrotes Leder, das ist einfach absolut traumhaft. Ich fahre jetzt gerade mal rückwärts hier aus der Ausfahrt. Also es ist auch sonst ein wirklich wunderschönes Auto. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was man vielleicht mal machen müsste, der Drehzahlmesser. Der ist ein bisschen beschlagen von innen, also dieses Instrument müsste man vielleicht mal in die Revision schicken und das in Ordnung bringen lassen. Da ist, glaube ich, Feuchtigkeit oder Schmutz drin oder beides. Aber ein wunderschöner Porsche, also richtig zum Gas geben, richtig zum Volldampf fahren. Tolles Auto, man sitzt hier sehr schön drin. Alles neuwertig, da ist nichts kaputt oder der gesamte Pflegezustand ist ein guter. Es ist wirklich ein Auto für eine Sammlung, kann man nicht anders sagen. So ein Wagen gehört in eine Sammlung. Auto ist absolut fantastisch. Und er ist extrem gepflegt. Also ich kenne das ja von Schweizer Sammlungen, da kommen meistens sehr, sehr, sehr gute Autos her. Das Auto war ja sehr, sehr lange in der Schweiz, da ist ja auch eine Schweizer Auslieferung. Und Schweizer Autos haben mich nie enttäuscht, die waren immer super. Und glücklicherweise gehört das Auto jetzt einem deutschen Besitzer, der hat es hier rüber geholt, auch aus einer Sammlung, in einer Sammlung. Also das Auto kann ich wirklich nur empfehlen. Erste Klasse, und weil es da so wenige von gibt, ist völlig klar, dass die Preise extrem steigen werden. Und er ist eben nicht rot oder in irgendwie einer normalen Farbe, er ist eben dieses wunderschöne Weinrot hier mit schwarz außen, also wirklich absolut erste Klasse. Ja, das war jetzt mal so eine kleine Probefahrt hier um die Gegend, weil wir müssen mit dem Wetter noch vorsichtig sein. Das ist wirklich ein ganz tolles Auto, das ist ja wirklich eine Rarität. Es gibt keine 20 europäischen Auslieferungen, das ist eine davon. Der Zustand ist perfekt, man darf ja eins nicht sagen, aber das Auto ist ja ganz dicht daran. Er ist neuwertig, er hat eine Farbe, die ich so noch nie gesehen habe bei einem originalen Speedster, die ist richtig. Das Auto hat Matching Numbers, das Auto hat Matching Colors. Hier zu sehen, steht jetzt ab sofort bei uns in Beuerberg. Würde mich sehr freuen, wenn er uns besucht. Ist ein wirklich toller Wagen, lohnt sich übrigens auch wirklich als Investment, weil seltene Autos in tollen Sammlungen, das geht immer nach oben, das bleibt immer völlig stabil und das ist ein Wagen, der immer noch unter 300.000 € kostet. Also ich freue mich wirklich, euch begrüßen zu dürfen hier in Beuerberg. Bleibt gesund, alles Gute, euer Stefan Luftschütz. Bis zum nächsten Dreh. Ciao.